Ich bin sicher, ihr habt von dem Unity-Skandal gehört, wie sie mit einer einzigen Änderung in ihrem Preismodell die Existenz von einer Vielzahl Entwicklern gefährden und ein Loch in die gesamte Spieleindustrie reißen. Dieses Video hier richtet sich allerdings nicht nur an Spieleentwickler, sondern an alle, die etwas im Bereich IT tun wollen oder aktiv tun. Es könnte sein, dass Unity auch wieder zurückrudert, aber selbst das macht das, was passiert ist, nicht ungeschehen. Dazu komme ich aber am Ende. Ich möchte hier erstmal kurz aufklären und aber auch eine sehr wichtige Frage stellen, die ich persönlich nicht beantworten kann. Fangen wir also ganz vorne an. Unity, was ist eigentlich passiert? Und bevor wir starten, ganz kurz in eigener Sache, damit ihr auch einfach Bescheid wisst, was bei mir abgeht. Ich bin momentan nicht so sonderlich fit und ich wollte euch das einfach wissen lassen. Ich kann aktuell nicht so viele Tutorials erstellen, kann ich streamen und so weiter und so fort. Ich konzentriere mich stattdessen gerade einfach nur auf die Videos am Sonntag hier und am Freitag auf meinem anderen Kanal. Alles andere muss leider gerade hinten anstehen. Ich bin auch bei den Nachrichten nicht so sonderlich aktiv. Ich werde versuchen, alles zu beantworten. Auf Instagram werde ich versuchen, Updates zu veröffentlichen. Vielleicht mache ich auch noch mal ein ganzes Video für euch, das die Thematik aufgreift. Aber ja, mehr geht gerade einfach nicht. Sorry dafür und passt auf euch auf. Am 12. September 2023 hat Unity eine Änderung in ihrem Preismodell veröffentlicht. Unity, erstmal ganz kurz, ist eine der größten Engines für Spieleentwicklung, die es gibt. Es ist für kleine Studios mittlerweile fast unmöglich geworden, ein Spiel komplett selbst zu entwickeln. Darüber habe ich auf meinem anderen Kanal berichtet. Spiele sind einfach unfassbar teuer und mittlerweile nutzt jedes Studio eigentlich eine Engine. Entweder eine selbstentwickelte, wie die Frostbite Engine, die von DICE zum Beispiel entwickelt wird und die für echt viele, beziehungsweise eigentlich sogar alle EA-Spiele, die intern entwickelt werden, zum Einsatz kommt, wie beispielsweise Battlefield, aber auch Dead Space. Oder aber man nutzt eine Engine, die öffentlich verfügbar ist und mit der jeder Spiele entwickeln kann. Dazu gehören vor allem derzeit die Unreal Engine 4 bzw. 5, auf der Spiele wie Fortnite, Star Wars Jedi Survivor und auch mein geliebtes Hellblade basieren. Dann gibt es noch die Godot Engine, die hinter Potato und zum Beispiel Domekeeper steckt, oder aber eben die Unity Engine. Unity ist für wahnsinnig viele Indie-Entwickler die Go-To-Engine. Sie ist günstig, aber auch unfassbar mächtig. Sie kann sowohl Mobile Games als auch Desktop Games. Ein paar Beispiele für die Flexibilität hier. Among Us läuft auf Unity. Phasmophobia, das übrigens auch VR unterstützt, auch Unity. Ruined King, ein Spiel von den Machern von League of Legends, also keinem kleinen Studio. Beat Saber, VR-Game, das wahrscheinlich zu den beliebtesten VR-Games überhaupt zählt. Hollow Knight, Subnautica, Pokémon Go, Hearthstone, Ori and the Blind Forest und sogar Cuphead. All diese Spiele sind Unity-basiert. Wer von euch jetzt gerade keins kannte, ist, glaube ich, kein Gamer. Ist aber auch völlig okay, das Video ist trotzdem auch für dich. Trotzdem solltest du auch definitiv mal eins davon ausprobieren. Unity selbst sagt auf ihrer Website, dass 88% aller Spiele Unity zum Wachsen nutzen. Die Änderung, die angekündigt wurde, trifft also vor allem kleine Studios, die noch wachsen müssen. Unity hat aktuell noch Abo-Pläne mit jährlichen Preisen von 1.800 bis 4.550 € für das Studio insgesamt. Das hört sich zwar viel an, ist aber verhältnismäßig wirklich günstig. Viel günstiger als eine Engine selbst zu entwickeln und zu warten. Viel besser noch, es erlaubt den Studios aber auch zu entscheiden, wie sie eigentlich Einnahmen erlangen wollen. Solange das Studio insgesamt mehr einnimmt, als die Engine kostet, ist der Verkauf ein Gewinn. Egal, ob diese Einnahme jetzt über Mobilwerbung oder über Steam-Verkäufe kommt oder In-App-Purchases, whatever. Das hat sich jetzt geändert. Ab einem Grenzwert von $200.000 und 200.000 Installationen pro Jahr sollen die Studios einen Pauschalbetrag pro Installation bezahlen. Bis zu 20 Cent pro Installation soll das kosten. Das wiederum hört sich wenig an. Rechnet man das aber hoch, sind es bei diesen 200.000 Installationen etwa 40.000 €. Das ist fast das 10-fache von dem, was die teuerste Abo-Modell-Variante von aktuell gekostet hat. Das Schlimmste daran kommt aber noch. Die neuen Regeln gelten ab Januar 2024. Ganz kurzer Reminder, das sind noch 3,5 Monate, dann ist das soweit. Das gilt aber dann auch für die alten Spiele.
Und das heißt, wenn ihr euch im Januar Pokémon Go runterladen wollt, bezahlt das Studio hinter Pokémon Go 20 Cent. Nur für eure Installation, auch wenn Pokémon Go schon eine Weile draußen ist. Erstmal war auch übrigens nicht ganz klar, wie eigentlich Installation gezählt wird. Dazu hat Unity mittlerweile ein Update veröffentlicht. Wenn ich das Spiel installiere, zählt das als Installation. Wenn ich es wieder lösche und wieder installiere, dann zählt das nicht. Das ist natürlich nicht nur ein Tracker auf eurem System, das funktioniert selbstverständlich so auch eigentlich überhaupt nicht. Denn Tracker auf eurem System kann man natürlich löschen. Spätestens durch eine neue Hardware. Und das weiß Unity, wie sie im Q&A auch selbst beweisen. Für betrügerische Installationen soll übrigens auch nichts bezahlt werden müssen, falls jemand also das Spiel raubkopiert, wie auch immer das erkannt werden soll. Das weiß niemand so genau. Demos sollen übrigens auch nicht bezahlt werden müssen, aber Early Access Titel schon. Webgames müssen übrigens auch nicht bezahlt werden und Streaming Games auch nicht, weil es ja an sich keine Installation ist. Charity fällt auch raus. Das ist für kleinere Spielestudios trotzdem so gravierend, dass beispielsweise Cult of the Lamb angekündigt hat, dass sie ihr Spiel am 1. Januar aus den Stores löschen werden. Andere Studios schreiben, es wäre günstiger, ihr Spiel zu verschieben und es komplett neu zu entwickeln in einer anderen Engine. Gerade für Free-to-Play-Spiele, die ja für gewöhnlich wahnsinnig viele Installationen haben, aber meist nur kurz gespielt werden, ist das unfassbar bedrohlich. Kurz, kleine Studios, die nicht klein genug sind, sind komplett am Arsch. Besonders einen Tweet fand ich hier sehr spannend. Ein Unity-Angestellter schreibt, sie haben gegen diese Änderungen gekämpft. Sie haben all die Probleme vorgebracht. Ihnen wurde gesagt, dass Antworten von der Management-Ebene kommen und dann kam die öffentliche Ankündigung. Die Angestellten von Unity haben es also genau zur selben Zeit wie alle anderen erfahren. Und die, denen es wichtig war, so der Tweetschreiber, kündigen wohl gerade in Scharen. An der Stelle kommt noch zum Tragen, dass der Unity-CEO Aktien vor der Ankündigung verkauft hat und oh boy, haben die Aktien getankt, das heißt, er hat eigentlich Profit gemacht. Deswegen gehen übrigens sogar einige davon aus, dass die Ankündigung zurückgenommen wird und es sich eigentlich nur um Insider-Trading handelt. Das könnte man auch aus diesem Tweet herauslesen, aber das ist alles Spekulation. Die Unreal Engine-Macher freuen sich natürlich währenddessen ungemein, denn ihr Pricing-Modell ist einfach ein Revenue Share. 5% von den Einnahmen des Produktes, aber die erste Million ist pro Produkt komplett frei. Nimmt euer Studio mit einem Spiel also 1 Million ein, zahlt ihr gar nichts an Epic, die die Unreal Engine machen. Wenn das zweite Spiel 3 Millionen einnimmt, dann zahlt ihr 5% auf 2 Millionen, weil 1 Million gratis ist, also ihr zahlt $100.000 insgesamt. So. An diesem Punkt sollte ich euch alle ungefähr abgeholt haben und an diesem Punkt wird sich meine Berichterstattung von den anderen Medien wahrscheinlich unterscheiden, denn ich sehe hier ein Gesamtproblem. Ein Problem, das insgesamt so groß ist, dass wir uns einfach mittlerweile als ITler drum kümmern müssen. Unity ist für viele Indie-Studios kein vertrauenswürdiger Partner mehr. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe vor kurzem einen Talk von einem sehr kleinen Studio aus Freiburg gehört, der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Und auch wenn nur 10% der Studios betroffen sein sollen, hat es halt nachhaltig das Vertrauen in die Firma zerstört. Woher weiß man, dass das nicht bald wieder passiert? Nur eben leicht anders. Das bedeutet aber, alle Spiele, die man bisher entwickelt hat, sind nichts mehr wert auf dem Markt. Noch viel schlimmer, ihr müsst neue Projekte in eine andere Engine portieren. Und das bedeutet, ihr müsst die Engine, die ihr dann danach benutzen wollt, neu lernen. Komplett. Und hier kommen wir zu meinem großen Punkt. Eure gesamte Erfahrung in der IT, eure Expertise, bezieht sich hauptsächlich auf den Tech-Stack, mit dem ihr arbeitet. Das kleine Studio meinte, wir haben bislang alle unsere Projekte mit Unity erstellt und werden es deswegen auch weiterhin tun, weil wir die Engine gut können. Anderes Beispiel. Bei Witcher 3 hat man gemerkt, dass die Entwickler so allmählich mit ihrer Engine warm wurden und mit all den Möglichkeiten, die sie eben anbietet, als das zweite DLC von Witcher 3 veröffentlicht wurde. Man wirft also nicht nur die komplette Arbeit weg, wie im Fall von Cult of the Lamb, sondern auch die Erfahrung, wenn man die Engine wechselt. Stellt euch vor, die Programmiersprache Java macht so etwas und ihr seid von Java abhängig. All eure Projekte sind in Java, ihr habt eure Assets im Java Store, aka eure Module, und plötzlich verlangt Java Gebühren für zum Beispiel jeden Endpoint-Aufruf. Wenn ihr dann umsteigen müsst
auf eine andere Sprache, einen anderen Tech-Stack etc., dann kostet euch das mindestens 3 Jahre Berufserfahrung, für die man ja auch bezahlt wird auf dem Arbeitsmarkt. Und so abwegig ist das Ganze tatsächlich gar nicht. Schauen wir uns ganz kurz die Web-Frontend-Frameworks an. Richtig weit verbreitet sind derzeit Angular und React. React ist von Meta, Angular ist von Google. Sie sind hauptsächlich deshalb so weit verbreitet, weil sie gute Maintenance haben. Sprich, weil Google und Meta dahinter steht und diese Frameworks immer weiterentwickelt und verbessert. Aber auch Dart und Flutter ist von Google. Dart und Flutter, die ursprünglich mal für Apps entwickelt wurden, kommen auch immer mehr für Webentwicklung. Wenn jetzt Google sich entscheidet, auf Dart und Flutter umzusteigen und Angular nicht mehr weiterzuentwickeln, oder zumindest sehr viel weniger, dann würde es früher oder später vermutlich verschwinden. Vermutlich nicht für Dart und Flutter, da bin ich ehrlich. Ich schätze, die Entwickler würden dann eher in Richtung React oder Vue abwandern. Bevor Dart und Flutter so groß ist wie Angular, wird es nämlich noch eine ganze Weile dauern, aber diese Gefahr besteht durchaus. Wie gesagt, wenn ihr einen neuen Job sucht, ist es normal, dass sich euer Tech-Stack ändert. Aber genau deswegen sind ITler so unfassbar teuer auf dem Fachmarkt, weil sie in den doch teils sehr unterschiedlichen Tech-Stacks erstmal noch eingelernt werden müssen. Klar, die Sprache bleibt dieselbe und die Frameworks sind grundsätzlich vielleicht sogar sehr ähnlich. Aber diese kleinen Tricks, diese Lifehacks, mit denen man eben besonders effizient etwas tut, die Bibliotheken, an die man sich im Ökosystem gewöhnt hat, all das fällt einfach weg. Und das kommt oft erst eigentlich nach Jahren wieder voll zurück. Ob ich jetzt ein Asset im Unity Store kaufe oder ein Asset im Unreal Engine Store, macht einen großen Unterschied. Bei Unity programmiere ich C#, bei Unreal Engine programmiere ich C++. Das sind andere Sprachen. Das gilt übrigens natürlich auch, wenn nicht sogar besonders für die Sys-Admins unter euch. Wenn ihr mit Kubernetes arbeitet und plötzlich könnt ihr das nicht mehr benutzen, weil sie irgendwas an ihrem Pricing-Modell gemacht haben, was es komplett zu teuer macht, dann ist das ziemlich schmerzhaft. Wenn euer ganzes Unternehmen mit AWS arbeitet, also der Amazon Cloud, und plötzlich kommen Änderungen bei Amazon, die unfassbar ungünstig für euch sind und die euch zu Azure zwingen, dann sind das Kosten. Das ist wahnsinnig viel Zeit und das wird nicht von Amazon für euch bezahlt. Wir haben also in unserem Beruf ein inhärentes Risiko, dass unser Wissen einfach teilobsolet wird. Und das haben wir selbst eigentlich nur geringfügig in der Hand. Und leider wird es nicht besser, wenn wir uns kleinere Bibliotheken etc. anschauen. Vielleicht erinnert ihr euch sogar noch an den Vorfall mit Discord.py. Wenn unabhängige Entwickler einfach keine Zeit mehr für ihre Freizeitprojekte haben, keine Lust mehr auf das Projekt haben oder irgendwie anders wegfallen, dann sterben viele kleine Bibliotheken. Ganze Firmen bauen aber auf diesen kleinen Bibliotheken. Und wie wir schon bei Sicherheitslücken gelernt haben, ist das von Zeit zu Zeit ein ziemlich wackeliges Konstrukt. In der Fachsprache läuft das übrigens alles unter Dependency Management, also dem Management von Abhängigkeiten. Im Grunde sind ja eure Bibliotheken Zulieferer für euch. Unity Engine ist ein Zulieferer für die Spielestudios. Und ihr kennt das Ganze vielleicht für NPM zum Beispiel unter der Package-Log.json. Möchte man hier wirklich gründlich sein, dann müsste man jedes Modul prüfen und eigentlich, wenn sie wegfallen, die freiwilligen Entwickler, selbst die Weiterentwicklung garantieren. Das gilt dann aber auch für transitive Abhängigkeiten. Also ich nutze Docker, Docker nutzt das und das wiederum nutzt das. Wenn ich jetzt Docker sicher weiter benutzen möchte, muss ich mich darum kümmern, dass Docker weiter genutzt wird, dass diese Bibliothek weiter genutzt wird und dass deren Bibliothek auch weiter genutzt wird. Das ist natürlich schlicht unmöglich, da viele Projekte nicht mal sagen, welche Abhängigkeiten sie haben und wir am Ende sogar beim Betriebssystem selbst landen. Und wenn wir uns dann einem Projekt wie Unity verschreiben, das natürlich auch nicht Open Source ist, dann haben wir natürlich keine Möglichkeit, als uns dem Ganzen zu beugen. Auch wenn es eigentlich unser gesamtes Geschäftsmodell zerstören kann oder sogar tut und unser angesammeltes Wissen zumindest zu einem Teil überflüssig werden lässt. Ein Mitbestimmungsrecht wäre natürlich toll, aber das hatten ja nicht mal die eigenen Entwickler von Unity. Und das ist wahnsinnig schade. Aber auch für mich ist Unity kein guter Partner mehr. Ich habe ja schon Tutorials zu Unreal Engine 4 gemacht. Das ist zumindest eine Alternative, aber man muss es trotzdem neu lernen.